Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Ich denke, so ziemlich jeder von uns, oder nicht jeder von uns, aber so ziemlich jeder in meiner Altersklasse, 2-3 Jahre jünger, älter sowieso, wird sich noch genauestens daran erinnern, was er im September 2001 gemacht hat. Und zwar genauer gesagt am 11. September 2001. Ich denke mal, die Bilder haben wir alle sofort im Kopf. Und heute möchte ich die beiden Türme wieder auferstehen lassen. Es ist jetzt mit Sicherheit weit über ein Jahr her, da habe ich bei einem meiner Routine-Spaziergänge auf Rebrickable ein Mock gefunden, und zwar nennt sich nach wie vor dort Rexu mit ganz vielen U's. Der hat das World Trade Center als Mock dort online gestellt. Ich habe das gesehen und habe gedacht, ui, das sieht aber schön aus. Ist vielleicht etwas für das Manhattan von Bluebricks, könnte vielleicht dazu passen, weil ihr wisst ja, wie das ist. Bilder immer klein. Wenn man genauer drauf schaut, war es groß. Groß war dann mein Stichwort, wo ich gesagt habe, ja, das will ich bauen. Das sind nicht die World Trade Center. Ich weiß gar nicht, wie groß die sind, die hier in Deutschland von Ausstellung zu Ausstellung wandern. Sie sind riesig. Ich habe sie live noch nicht gesehen, aber sie sind riesig. Und das, was wir hier bauen wollen, wird circa 80 cm groß. Also auch nicht unbedingt klein. Wie das dann mit Rebrickable und dem Onkel Olli soweit ist, Anleitung kaufen, Steine bestellen, auf die Lieferung warten, und auch die liegt schon viele Monate hier bei mir, die Bestellung. Und zwar ist es eine riesengroße GoBricks Bestellung, und weil ich nicht alles bekommen habe, einmal und zweimal eine kleine Apothekenbestellung. Ich sollte also alle Teile haben. Ich nehme das hier mal raus. Es wird, glaube ich, jetzt kein sonderlich überraschen, dass wir hier überwiegend von Plates reden und nochmal von Plates reden. Jede Menge Steine in Dark Bluish Gray. Und hier auch nochmal jede Menge Steine in allen möglichen Farben. Und dann noch einmal eine Tüte. Hier ist dann auch mal ein bisschen Weiß mit dabei. Und jetzt ist der Karton nach über einem Jahr, wo er hier rumstauben kann, so ziemlich leer. Könnt ihr das durch die Folie sehen? Ich denke ja. Ich möchte euch jetzt natürlich nicht den ganzen Krach antun und packt das hier in meiner Frontansicht auf, das Geknister und so. Ich weiß, das sprengt uns allen immer das Trommelfell. Ich werde jetzt sowieso noch nicht viel über dieses Set sagen können. Ich würde sagen, ich stürze mich nicht nur in das Sortieren, sondern fange einfach mal lustig vor mich hin zu bauen an. Wenn irgendwas ist, dann bin ich bei euch. Wenn es was Sehenswertes gibt, natürlich auch. Und dann schauen wir mal, wie sich dieses Set hier entwickelt.
eine Stunde lang Fassadenfliesen. Habe ich auch noch nie gemacht. Da kommt ja noch eine mit dabei oder noch ein Turm mit dabei. Wären das insgesamt 2 Stunden Fassadenklemmen sein. Vor mir steht jetzt erstmal ein, ich möchte mal sagen, nichtssagender Klotz aus Klemmbaustein. Na klar, wenn man weiß, was es werden soll, sieht man, wo die Reise hingeht. Aber deswegen bin ich ja nicht hier. Ich möchte euch so ein bisschen was über Stabilität zu dem Ganzen sagen. Über die Bauanleitung können wir jetzt so ein bisschen sprechen. Gehen wir erstmal so ein bisschen auf Bauanleitung und auf die Bauten ein. Ich drehe das mal so. Hier seht ihr das sofort, dass es hier unten wegknickt. Hier, wenn jetzt hier einmal 1 Brick noch drunter kommt, wäre das Ganze gerade. Das verzieht sich so ein bisschen, weil das nicht alles hundertprozentig zueinander passt und das hängt hier nur dumm in der Luft. Ich denke mal, das wird dem Design geschuldet sein. Ich lasse das jetzt erstmal so und schaue mir das dann später im Detail nochmal an, ob ich da ein bisschen was ändern möchte. Ihr habt gesehen, wie ich die Fassade hochgebaut habe. Das sind also wirklich Wiederholungen über Wiederholungen und dann nochmal Wiederholungen von den Wiederholungen. Also quasi es wiederholt sich alles irgendwo, so dass man das Ganze hier blind zusammenbauen kann. Leider wiederholen sich die Bauschritte aber auch so dermaßen, dass immer die gleichen Steine übereinander stehen. Das führt schnell zur Kippgefahr, zur Instabilität. Also hier habe ich dann an einigen Stellen wirklich klar immer den gleichen Baustil auch beibehalten, der gehört ja nun mal mit dazu, aber ich habe dann halt einfach immer mal die Steine so ein bisschen versetzt. Wer es bauen möchte und guckt in die Bauanleitung, wird sofort erkennen, was ich da gemacht habe. Machte das Ganze beim Bauen um einiges stabiler. Habe ich also nach der 3. Etage schon gesehen, oh, das geht jetzt bis nach oben so, fang mal an, experimentier da mal selber, bring da Stabilität rein. Das wäre sonst ein wenig kippelig geworden beim Bauen. Die Fassade würde das Ganze auch nur minimal wieder zusammenhalten, weil auch die Fassadenelemente aus stets den gleichen Steinen bestehen und wären auch stets an die gleiche Stelle geklickt worden. Das habe ich also konsequent abgeändert, so dass das um einiges stabiler ist und man kann den Prügel wirklich so in die Hand nehmen. Das ist überhaupt kein Problem und das hier sind schon ja, so 2,5 Kilo dürften das ungefähr sein, dieser eine Turm. Also unspektakulär. Ich kann ihn drehen und wenden, wie ich will. Es sieht fast immer gleich aus, bis hier unten mit den bunten Fähnchenfenstern. Muss ich auch da nochmal schauen, was das gewesen ist, dass man das zum Schluss nochmal erklären kann. Steinequalität, Gobrix gewohnt gut, Lego gewohnt gut. Kann ich also auch nichts drüber sagen. Dass das hier oben noch ins Bild passt, da bin ich natürlich glücklich, freut mich. So kann ich euch das zumindest bis hierhin einmal vernünftig zeigen. Die Bauanleitung lädt dazu ein, auch mal 20, 30 Schritte nach vorne zu gucken. Hier ist also wirklich im Lego-Stil. Nimm dir ein paar Teile in der Hand, bau sie zusammen. Guckt man auf das Bild. Man kann also teilweise wirklich locker 20, 30 Bauschritte nach vorne scrollen und kann es immer noch bauen, weil es Wiederholungen, Überholungen, Wiederholungen und von den Wiederholungen nochmal Wiederholungen gibt. Also es wiederholt sich alles. Aber ich glaube, da habe ich mich jetzt wiederholt. So viel zum Thema Wiederholung. Es werden noch Wiederholungen kommen. Es wiederholt sich eigentlich alles. Ich baue weiter.
Twin 1 und Twin 2 sind fertig. Quasi Winnie 1 und Winnie 2, könnte man so sagen. Nein, Spaß beiseite. Dafür finde ich dieses Thema ein wenig zu ernst und zu schön, um es mit solch billigen Gags zu versauen. Der Unterschied ist ganz klar im Dach. Hier oben ist die Antenne drauf. Deswegen kann ich euch auch nicht alles zeigen. Die Dinger sind einfach zu hoch geworden, während hier keine Antenne drauf ist. Aber beide sind hoch gestückt bis ins Dach. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, aber diese Dinger zu bauen, das ist nicht nur eine Wiederholung von links nach rechts, nein, das ist auch eine Wiederholung drumherum und innen drin. Und falls ich mich jetzt wiederhole, verzeiht mir, aber das waren viele Wiederholungen. Ich muss das so zeigen, jedes Panel 110 Fliesen mal 3 mal 4 mal 4. Viele Fliesen. Das gleiche in Dark Blue Spray. Hier drin alles ein. Ihr habt es vielleicht gar nicht gesehen. Ich habe hier raus sowas in der Art wie ein Lego-Set gemacht. Mir sind hier 3 2x4er Steine ausgegangen. Hier drin habe ich 3 bunte 2x4er verbauen müssen, weil ich sie nicht mehr in Dark 10 hatte. Ich habe spaßeshalber daraus einen TikTok gemacht, in dem ich gleich bei meinem ersten erfahren habe, Lego-Fans gefällt das nicht, weil das nicht von Lego ist, dieses Set. Ich habe einen TikTok hinterhergeschmissen, habe diese 4 bunten Steine gezeigt und ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Video wurde 400.000 Mal geschaut. Mein Abschiedsgruß war an die Lego-Fans. Ich hoffe, euch gefällt es jetzt. Wie gefällt es euch, wenn ihr Lego-Fans seid? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde das wirklich sehr gerne wissen, weil ich finde solche Kommentare zum Teil schlimm, wo dann steht, das ist nicht von Lego, das ist uninteressant, das kann nichts Schönes sein. Wo ich immer denke, warum kann ein Set erst dann schön sein, wenn es blaue Pins hat, rote Achsen und kunterbunt ist? Auch sowas kann schön sein, ist meine Meinung. Schreibt es mir aber gerne in die Kommentare. Die beiden habe ich euch gezeigt. Messen kann ich sie nicht, weil ich mal wieder keinen Zollstock hier habe. Ich muss unbedingt mal einen Zollstock fest hier hinlegen und den nicht ewig auf der Baustelle mit mir rumtragen und ihn vergessen. Ich denke mal, ich habe euch soweit erstmal zu den Twin Towers als solches einiges erzählt. Es gibt hier noch Gebäude, die gehören dazu. Ich sage jetzt einfach mal, ich baue irgendein anderes von den Gebäuden, weil ich muss jetzt wirklich sagen, auch ich muss erstmal googeln, was baue ich denn jetzt hier als nächstes für ein Gebäude. Daher würde ich sagen, ich baue das jetzt einfach und wenn ich das fertig habe, reden wir darüber, was es für eins ist.
PDF 5 Bauschritt 137. Ich glaube, jetzt können wir mal so ein bisschen was bequatschen. Die Tower sind fertig. Habt ihr gesehen? Ihr habt gesehen, dass ich auch das erste Gebäude angefangen bin zu bauen. Dieses schwarz-weiße. Ich kann mal so einen kleinen Teil davon holen. Ihr erinnert euch vielleicht, steht hier. Aber das ist alles so fragil. Das steht noch da vorne. Dieses Gebäude ähnlich habe ich schon mal gebaut, ist auch schon fertig, aber ich denke mal, jetzt können wir auch mal über das Innenleben und über Allgemeines dazu reden. Also ihr seht, es ist dreifarbig gehalten. Von außen sieht man nur diese wunderschöne schwarze Fassade mit den Transklierteilen. Ist ein bisschen schwach zu erkennen, aber ihr könnt es sehen. Ich kippe es mal ein bisschen weiter, auch so einmal so kann man das eigentlich schön sehen, wenn ich hier mal so ein bisschen drehe. Ihr seht auch, das ist teilweise schön verwinkelt und verschachtelt, genauso wie das andere auch. Also der Bau bis hierhin macht Spaß. Verblüfft war ich bei den Grundplatten. Die Grundplatten sind in der Teileliste gar nicht drin, aber ich brauchte auf einmal 3 Stück. Habe ich nicht. Es ist Wochenende, die Läden sind zu, also habe ich mir erstmal was aus Resten zusammengeflickt und habe mal so ein bisschen durch die Bauanleitung geguckt und verstehe das nicht, weil das ganze Große zum Schluss auf mehreren ganz normalen Plates zu stehen kommen wird. Ich weiß nicht, ob das hier nur eine Bauhilfe sein soll mit den Plates. Ich lasse es jetzt erstmal hier drauf. Die Bauanleitung hatte eigentlich gesagt, nimm die in Blau. Ich habe sie nur in Grün, ist mir auch wurscht. Man kann da drauf bauen und die Welt ist in Ordnung. Ich vermute mal, dass das später nochmal wieder verschwinden wird. Ich habe es auch bei dem anderen Gebäude schon versucht. Das ist alles so stabil, man bekommt die Grundplatten hier drunter wirklich abgezogen wie so ein Pflaster von der Haut. Es zwickt ein bisschen, aber es funktioniert. Wer eine Chance hat, eine große Menge Bausteine oder ähnliches zu bekommen, um dieses Set zu bauen, dem möchte ich jetzt schon viel Spaß dabei wünschen, das Ganze stabil zu bekommen. Diese Fassadenelemente, die hängen alle nur an 1x2 Slopes. Ich kann das hier mal wegnehmen, dann könnt ihr das noch mal sehen. Also so ist das Ganze gestrickt und hält dann hier mit den 2x4 Steinen. Ich kann euch jetzt schon sagen, wenn die Steinequalität hier nicht so gut wäre, ich glaube, ich hätte das schon in die Ecke geschmissen, weil ich gar nicht weiß, wie ich diese Fassade hätte stabil bekommen sollen. Aber die Klemmkraft der Steine von GoBricks ist sehr, sehr gut und schafft somit diesen Baustil. Welchen Baustil diese GoBrick-Steine nicht schaffen, das ist der hier, und zwar ist das diese Null-Noppen-Bautechnik. Die schaffen auch GoBrick-Steine nicht, Lego-Steine natürlich auch nicht. Da ist es dann also wirklich soweit. Bei dem anderen Gebäude musste ich es schon machen. Hier wird das gleiche sein. Hier muss also die Flüssignoppe aus der Tube ran und muss das Ganze dann später zum Halten bringen. Es funktioniert einfach nicht anders. Ansonsten, designtechnisch macht das Ganze nach wie vor Spaß zu bauen, auch wenn es hier wieder so ist, wie bei allen anderen Sachen auch. Hier sind Wiederholungen über Wiederholungen und Wiederholungen. Und wenn man die Wiederholungen wiederholt hat, dann wiederholt man die Wiederholungen. Also das ist teilweise pervers. Also ich will jetzt hier streckenweise nicht von Bauspaß sprechen, sondern einfach nur monotones vor sich hingeklicke. So könnte man das schon beinahe bezeichnen. Aber das Gesamtergebnis, was ich hier immer wieder vor mir stehen habe, ist es wert. Und das große Gesamte bekommen wir ja erst noch zu sehen. Und ich denke mal, das wird es alle Male wert sein. Da ich so ein bisschen in Zeitverzug hier sitze, weil ich schnell fertig, also in Real Life habe ich gerade eine Menge zeitliche Probleme, das Ganze hinzubekommen, muss quasi in einer Woche schon damit fertig sein. Das sind für mich ungefähr noch 8 Stunden bauen. Das entspricht ungefähr einer Woche, weil ich ja nur unterwegs bin. Höre ich jetzt auf zu quatschen, sondern baue hier jetzt, dass die Fetzen fliegen, könnte man so sagen. Wenn was ist, bin ich natürlich wieder da, um es euch zu zeigen, um euch es zu erklären. Wenn nichts kommt, kann ich hier so durchbauen. Wir lassen uns also überraschen und ich denke mal, wir sehen uns.
7 der 8 PDFs sind bis hierhin fertig und ich hatte immer das Gefühl, ich baue hier so ein bisschen Manhattan vom Bluebricks, weil es ist das gleiche Prinzip, nur alles ein wenig größer. Prinzipiell hat sich nichts getan. Stellvertretend für alle anderen Gebäude, die ich gebaut habe, lässt sich wirklich festhalten. Kurz gefasst, in einem Wort: Wiederholung. Wiederholung ist eigentlich das Wort. Man wiederholt also Bauschritte, die man vorher schon mal wiederholt hat, um sie vielleicht im späteren Verlauf noch einmal zu wiederholen, um eine PDF später das Ganze zu wiederholen. Ich weiß, ich habe mich hier wiederholt, aber die Wiederholungen lassen sich hier nicht leugnen. Es ist bis hierhin eine wackelige Angelegenheit. Ich nehme nochmal das hier mit dazu. Hier hält es natürlich. Ich weiß, ich habe aber ein Gebäudeteil, da hält das nicht. Da ist das so wie hier. Da schiebt man das nur hin und her, hat hier oben Fliesen, also es kann auch gar nicht halten. Das wird jetzt wirklich sehr, sehr interessant in der letzten PDF, wenn jetzt alles zusammengeführt wird. Also die beiden Türme und 5 Gebäude wollen jetzt alle auf dem Sockel Platz finden. Und da hoffe ich, dass das vernünftig funktionieren wird, dass später alles vernünftig zusammenhält. Denn ich habe auch hier noch so Kleinigkeiten liegen. Das gehört zum Beispiel noch hier mit zu. Es streckt halt alles die Flügel und ihr konntet das ja auch in der eigentlichen Bauansicht erkennen. Das ist bis hierhin alles eine sehr, sehr wackelige Angelegenheit. Jetzt muss diese Konstruktion endlich mal stabil werden. Ich möchte es ja auch mal transportieren. Es soll ja hier nicht in meinem Studio versauern. Dafür gibt es wesentlich schönere Plätze, wo man das hinstellen kann. Fehlteile hat es bis hierhin keine gegeben. Wäre auch ärgerlich, weil ich alles selber bestellt habe, was in der PDF ist. Okay, man hätte vielleicht noch mal ein bisschen eine Teileliste zuschicken können, dass die nicht 100% richtig ist, ist aber 99% der Fälle nicht. Wenn was fehlt, hat man es vergessen zu bestellen. Klemmkraft ist sehr, sehr gut. Ihr seht, dieses Gebäude, das steht noch. Das besteht zu 50% aus Lego-Steine, zu 50% aus Go-Bricks. Hier qualmt nichts, hier raucht nichts. In dem Speedbild habt ihr auch gesehen, es schlägt weder Funken noch Blitze, wenn man das zusammenpackt, und es steht. Also das funktioniert. Nur noch mal so an dieser Stelle, weil viele ja immer Angst haben, dass die chinesischen Steine nicht mit den Lego-Steinen kompatibel sind, beziehungsweise dass das überhaupt funktioniert. Also ihr seht, es funktioniert. So, ich möchte jetzt hier fertig werden. Ihr möchtet mit Sicherheit das Ergebnis sehen. Also höre ich auf zu labern und baue einfach die letzte PDF munter vor mich hin. Manchmal muss man einfach dazwischen grätschen, auch wenn man noch nicht fertig ist. Kleiner schwarzer Humor. Hier sieht es gerade aus wie am 12. Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Warum bin ich hier?
Ihr habt es im Speedbild gesehen. Es sind brutal viele 6 auf 12er Plates hier verbaut, die das Grundgerüst ergeben. Man legt diese große Fläche hin, so wie sie in der Bauanleitung ist. Und jetzt wird die Bauanleitung richtig witzig. Jetzt wird sie in jedem Bauschritt quasi gedreht, aber immer nur auszugsweise. Also quasi man fängt an mit diesem kleinen Auszug. Man muss das Ganze erst einmal suchen. Ich habe das natürlich nicht gedreht. Also das hier ist jetzt gerade richtige Kopfarbeit, weil es ist fast jeder Bauschritt wird hier die Anleitung gedreht und man muss sich irgendwie da zurechtfinden. Und man glaubt es mir, man ist jedes Mal froh, wenn man eine Stelle auf einmal erkennt und wenn man sieht, die Steine passen zueinander. Man weiß, dass man sich nicht verlaufen hat. Also es hat so ein bisschen was von, ihr kennt diese Schiebepuzzle als Kinder, wo man irgendwie das Teil an die richtige Stelle bringen musste. Hier kann man dann mal einfach so was rausnehmen, hat dann auch gleich wieder so ein Stück was von Tetris. Es ist dann auch nicht sonderlich viel da drauf. Also ich bin gespannt und ich hoffe, dass es zum Schluss alles irgendwo so eine gewisse Stabilität bekommt. Warten wir es ab. Ich baue weiter und dann werden wir es natürlich zu sehen bekommen.
und auf einmal ist das Ganze fertig. Also so und auf einmal ist es nicht. Es waren sehr, sehr viele Stunden, aber sehr, sehr viele Stunden, die Spaß gemacht haben. Ich war zwar einmal kurzfristig bei euch und habe gesagt, das nervt, weil es wird in der Anleitung gedreht, man kann es nur ausschnittsweise sehen. Wenn man sich da erstmal so ein bisschen reingefuchst hat und man findet die einzelnen Baufelder, sage ich mal, die man sucht, dann erschließt sich das irgendwann und es wird ein Selbstläufer, wenn man sich darauf so weit konzentriert und einlässt. Hier fehlt jetzt noch einiges. Ich war erstaunt und erschrocken. Auf einmal war die Bauanleitung zu Ende und keine Häuser waren drauf. Soll uns aber nicht stören, kann ich nämlich nochmal jedes einzelne Gebäude in die Hand nehmen. Wir können es hier aufsetzen und können einmal kurz drüber reden. Gefällt mir wirklich kolossal diese Idee. Ich will das Ganze auf jeden Fall schon mal so ein bisschen hier rumdrehen. Ich werde gleich mit Sicherheit den ein oder anderen Schnitt machen müssen, damit wir das alles irgendwie hinkriegen. Es passt sowieso. Ich muss jetzt nämlich gerade mal gucken, wie ich das für euch am sinnhaftigsten. Den seht ihr, den fast, auch fast, den könnt ihr sehen. Ich denke mal, ich kann das Ganze, ja, wir lassen es mal so hier stehen und schauen mal, was wir machen können. Die Zwillingstürme in voller Größe werde ich euch sowieso nicht zeigen können, weil sie sind zu hoch. Das geht wieder aus meiner Kamera raus. Das passt leider Gottes alles nicht ins Bild, aber wir haben sie hier schon stehen gehabt und es passt zumindest fast. Also ihr könnt die Antennenspitze nicht sehen. Müsst ihr mir vertrauen, dass ich den Zwillingsturm an der richtigen Stelle dann platziert habe. Aber egal, kriegen wir zu sehen. So, gehen wir auf das Grundgerüst des Ganzen drauf ein. Hier, ich muss das jetzt zurückziehen, aber wir kriegen das hin, Freunde. Wir kriegen das hin. Hier ist alles so ein bisschen verzogen, aber hier fehlt noch ein Gebäude, das muss hier drauf. Dann hoffe ich, dass das funktioniert. Ich kann hier nämlich momentan auch noch eine komplette Platte rausheben und natürlich dementsprechend auch wieder reinlegen. Hier sehe ich gerade, hier muss ich noch mal ran und das ist das, was ich ganz gerne meine und gesagt habe. Es fehlt in diesem Set nicht nur hier bei dem Abteil, bei dem kompletten Set fehlt mir immer so ein bisschen dieses Mitdenken, wo muss ich Versprünge und Versätze reinmachen, damit dieses Set stabil wird. Man muss, wenn man es baut, wirklich sehr, sehr viel mitdenken, muss diese Schwachstellen finden und muss sie eliminieren. Hier ist mir das Ganze nicht unbedingt gelungen. Da habe ich die Schwachstelle dann nicht gesehen, beziehungsweise hatte gehofft, sie ergibt sich dann vielleicht noch von alleine. Aber es kann nicht schaden, wenn man sich das selber noch so ein bisschen gerade rückt. Mal eben schnell gemacht und schon ist wieder eine Ecke ausgemerzt. So schnell kann das gehen, so einfach kann das gehen. Zieht sich komplett durch dieses Set, kann ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Hätte ich das gemacht, hätte ich alle 2-3 Sekunden den Bau unterbrechen müssen und hätte euch dann erklären müssen, was ich hier gemacht habe. Also, wenn ihr dieses Set bauen wollt, einfach Augen auf, mitgedacht. Das ist keine große Kunst, das geht sehr, sehr einfach und schon kann man die Fehler hier ausmerzen. Vielleicht geht ihr sogar noch einen Schritt weiter als ich und nehmt euch diese Steine, die ums Eck gehen. Ist gerade bei den Häusern eine schöne Sache, weil diese Steine sind hier nicht einmal zum Einsatz gekommen. Hier wird immer mit Zweier- und Vierern gearbeitet und Lücken gelassen, die dann gestopft wird. Es könnte mehr Stabilität in diesem Set stecken, als dass es das der Fall ist. Aber ich persönlich würde sagen, gehen wir auf die Gebäude ein. Ihr habt gesehen, ich habe sie alle auf Grundplatten gebaut. Ich hole ganz gerne mal eins dafür hier vor. Das ist auch nach wie vor noch der Fall, also so wie ich es vermutet hatte. Die Grundplatten sind nur eine Bauhilfe. Das heißt, ich werde jetzt jedes einzelne Gebäude erst einmal von seiner Grundplatte
entfernen, setze es hier drauf und dann gehen wir darauf ein, was ist das für ein Gebäude, was ist es nicht. Wo ich aber schon mal drauf eingehen kann im Vorfeld, das ist hier dieser Park, dieser Vorplatz zu den Zwillingstürmen, der hier gewesen ist. Hier stand diese bronzene Statue. Wie sie vorher hieß, weiß ich nicht. Sie wird jetzt eigentlich nur noch The Sphere genannt, weil sie diese Tragödie quasi fast unbeschädigt überstanden hat. Leider habe ich das passende Teil nicht bekommen. Es ist bei Lego komplett ausverkauft. Deswegen steht hier nur diese kleine goldfarbene Schüssel, soll jetzt mal stellvertretend für die Bronzestatue stehen. Also haben wir schon mal einen Anhaltspunkt, wo wir sind. Und ich persönlich würde sagen, ich hole jetzt ein Gebäude nach dem anderen hierher, setze es hier auf und dann reden wir mal kurz darüber. Der Nordturm oder kurz das World Trade Center 1 unterscheidet sich von seinem Zwillingsbruder letzten Endes eigentlich nur dadurch, dass er eine Antenne oben drauf hat. Sie ist da, glaubt es mir. Ich werde damit... Nee, das werde ich in diesem Video nicht mehr schaffen, weil wenn das kommt, dann steht das Ding hier noch rum. Ich werde auf Instagram und so weiter, werde ich in naher Zukunft und auch hier in den Community-Tabs, werde ich nochmal Fotos posten, wo man das ganze Set sehen kann. Oder vielleicht schaffe ich es noch, zumindest hier aus meinem Chaos-Raum noch 2, 3 Fotos hinterzuhängen, wenn das dann alles fertig ist, damit ihr das nochmal sehen könnt. Also wie gesagt, dieser Turm, das World Trade Center 1, unterscheidet sich von seinem Zwillingsbruder durch die Antenne, die ich sehe und ihr nicht, aber ich sie euch nachher zeigen werde. Ich habe das Ganze nochmal gedreht. So glaube ich, wird es für euch einiges einfacher werden, später alles zu erkennen. Ich schaue mal, wie ich das Ganze soweit drehen kann. Gehen wir erstmal weiter mit dem nächsten Gebäude. Der Südturm oder kurz das World Trade Center 2, so also hier beide Zwillingstürme, wie sie vor den Anschlägen 2002 gestanden haben. Heutzutage ja nur noch als monumental dort zu sehen, als Ground Zero, aber so haben sie mal ausgesehen und sie sind wirklich sehr gut gelungen. Was war das Problem bei den beiden? Ich habe ja gesagt, ich will so ein bisschen auf die Probleme dieser ganzen eingehen. Jeder Turm, lasst mich jetzt nichts Falsches erzählen, ist 64 Steine hoch. 64 1x1er, die hier an der Fassade entlang gleiten müssen und einen herrlichen Bogen geschlagen haben. Also hier habe ich mit Flüssignoppen aus der Tube nachgeholfen, weil ansonsten hätte ich diese Ecken hier nie und nimmer festgekriegt. Es ist kein Problem der Klemmkraft, es ist einfach nur 64 Noppen hoch. Das hinterlässt seine Spuren. Das drückt sich hier nicht mehr ran und hier ist nichts vorgesehen gewesen, wie das Ganze halten könnte. Habe ich bei beiden Türmen gleich gemacht. Logisch, es sind ja auch Zwillingstürme, also die Probleme des einen sind auch die Probleme des anderen. Ansonsten ein sehr, sehr monotones Bauen. Es sind hunderte von 1x2 Grillplates da reingekommen. Das war schon anständig, teilweise auch anständig langweilig, aber es hat sich gelohnt. Sie sehen wirklich spitzenmäßig aus und wenn ich sie euch jetzt mal ein klein wenig rumdrehe, gibt mir das die Möglichkeit nachher ein Gebäude vernünftig aufzusetzen und ihr könnt euch mal den Anblick mit dem Vorplatz noch mal gönnen, wie es ausgesehen hat, weil nachher wird das alles hier mit Gebäuden vollgestellt sein, also kann man sich das jetzt noch mal angucken. So steht das für mich perfekt, dass ich hier das nächste Gebäude aufsetzen kann. Dann schauen wir uns das auch mal an. Das Marriott Hotel ist der dritte Teil des World Trade Centers und daher nannte man es auch World Trade Center 3. Ich drehe das Ganze wieder um, bis man es erkennen kann. Ich denke mal, ein klein bisschen weiter kann der Anblick nicht schaden und hier fällt auch noch nichts runter, außer diese eine lockere Grundplatte, die hier schon ein paar Mal rumgerutscht ist. Hier das Marriott Hotel oder das World Trade Center
3. Dort stand es seinerzeit. Sollte irgendjemand wissen, warum hier eine rote Plate drin ist, dann möge er es bitte in die Kommentare schreiben. Meine Vermutung ist, dass es der Schriftzug von dem Hotel gewesen ist. Das ist Marriott Rot, dass diese rote Plate stellvertretend für die Schrift gewählt wurde. Ich versuche das mal noch ein bisschen weiter zu drehen, weil der Designer hat nicht mit, das ist immer schön hier mit meinen Plates, hat nicht mit Details gegeizt und hat auch hier hinten noch die kleinen, ich möchte mal sagen, wie Wintergarten und Speisesäle oder so etwas dazu gesetzt. Was gibt es zu dem Gebäude zu sagen? Stabilität ist gegeben. Der Bau war extrem mühselig und langweilig und sehr, sehr stumpf. Also man hat das letzten Endes einfach alles nur noch irgendwie nach oben gebaut, weil man wusste, wie es ging. Das größte Problem war halt dann immer, man musste sich daran erinnern, dass man auch mal in die Bauanleitung guckt, ob man nicht irgendwann fertig ist. Es war relativ einfach zu erkennen, man hatte noch Plates, also einfach weiter nach oben bauen, wird schon nicht verkehrt sein. Bei der Farbgebung muss man dann so ein bisschen aufpassen, dass das dann zum Schluss alles passt, also dass im Prinzip so diese Betonetagen in weiß dargestellt mit den Fensterfassaden hier in schwarz dargestellt, dass das alles optisch so ein bisschen passt und schon war man auf der sicheren Seite. Ansonsten kann ich zu dem Gebäude nicht wirklich viel sagen. Es steht, es hält, gefehlt hat an dem Gebäude nichts. Dort musste auch klar keine Flüssignoppe aus der Tube ran. Das Gebäude war von so was von stabil. Jetzt, wo es hier drauf ist, jetzt natürlich perfekt. Das sind mehrere einzelne Module, die man hier drauf gesteckt hat. Jetzt ist das eine vernünftige Sache. World Trade Center 3 haben wir somit abgehakt. Machen wir mal weiter. Das South Plaza Building oder World Trade Center 4. Dieses Bürogebäude hat sich hier versteckt. Das jetzt von den Grundplatten runter zu bekommen, war überhaupt keine große Sache. Es ist 1 oder 2 Plates, die sind da dran hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob das der Grundgedanke des Designers gewesen ist, das Ganze auf Plates zu packen, damit es einfacher geht. Es war kein Hexenwerk, es ging runter. Der Bau dieses Gebäudes, das war schon so ein bisschen tricky. Auch hier werden immer nur Zweier und Vierer gegeneinander gekoppelt. Also man hätte wirklich gut daran getan, hier mal eine Ecke oder so mit einzubauen, um das Ganze stabil zu bekommen. Es sieht gut aus und es hält auch. Das ist überhaupt nicht das Problem, wenn es dann erstmal da steht. Aber von der Bauweise her so ein bisschen mehr Stabilität hätte ich mir gewünscht. Ich habe es jetzt nur relativ locker hier reingestellt. Ihr wisst das, bei mir zieht das nochmal um. Das bekommt natürlich einen Platz in meinem kleinen Lädchen. So ein Set darf man sich gerne einmal anschauen. Es ist auch zu schön, um das jetzt wegzupacken, um es jetzt schon wieder rückwärts zu bauen, damit es in irgendeine Kiste vergammelt. Also hier, nein, das darf sich noch angeschaut werden. Aber es ist noch nicht komplett, um es sich anzuschauen. Fehlt auch Gebäude 5, 6 und 7. Also kümmern wir uns doch jetzt am besten mal um Gebäude Nummer 5. Bei so vielen Gebäuden, da kann man sich mal vertun und genau das ist passiert. Ich habe euch vorhin den World Trade Center 4 an dieser Stelle vorgestellt. Schande auf mein Haupt. World Trade Center 4 wäre dieses Gebäude hier. Das hier ist WTC 5, also das nochmal, wenn mich nicht alles täuscht und ich nichts Falsches sage, war das auch nochmal ein North Building. South North, so wie es bei den Türmen auch gewesen ist, Nord und Süd. Als ich dieses Gebäude aufgesteckt habe, ist mir zum ersten Mal was aufgefallen. Ich hatte Fehlteile, die habe ich bis jetzt noch nicht beschimpft, weil müsste ich mich ja selber beschimpfen. Ich hätte sie aber noch erwähnt, die aber keine Fehlteile sind. Und zwar drehe ich euch jetzt mal das 4. Gebäude in die richtige Richtung. Kriegt ihr auch zum anderen mal wieder einen Blick auf das große Ganze. Ich muss mich hier auch mal so ein bisschen mitdrehen, damit ich jetzt nicht den Punkt verpasse, um euch das zu zeigen. Jetzt so langsam aber sicher wird es spannend. Und zwar genau an diesem Punkt. Ihr seht hier dieses rote Vordach. Ich habe dieses rote Vordach gebaut an dieses Gebäude, während ich es gebaut habe.
Dann habe ich dieses rote Dach nochmal gebaut, und zwar auf dem Sockel, und habe mich immer gefragt, warum baue ich das zweimal? Warum hat der Designer das nicht beides auf den Sockel platziert? Wäre doch einfacher gewesen. Im Nachgang erklärt sich es mir, warum. Es muss dann irgendwann mal eingeleuchtet sein, dass es zu kompliziert ist, dieses Gebäude mit dem kleinen Häuschen da vorne dran, was dieses Abdach hier darstellt, dann aufzusetzen, und somit hat er es noch einmal konstruiert. Es war also da drauf, ich hatte es parallel dazu noch am Gebäude, das war jetzt Schrott, und schwupps wurden auf einmal 3 Teile frei, die mir in diesem Set ansonsten wieder fehlten. Also man sieht, in dieser Bauanleitung ist der Prozess anscheinend noch gar nicht so lange her, das Set fertigzustellen. Es wurde also hier und da anscheinend immer noch mal wieder was verändert, was ja immerhin gut ist für uns, die wir es bauen möchten. Leider hier noch nicht so weit, dass es dadurch Früchte trägt. Für dieses Gebäude gilt genau das gleiche wie für dieses. Es bringt eine Menge Schwachstellen in der Konstruktion mit. Es ist also beim Bau Obacht geboten. Quält euch da nicht rum, versucht diese Schwachstellen sofort auszumetzen. Wenn ihr irgendwo denkt, hier hätte man was überlappen können, dann macht das. Das sind alles Teile, die hat man zu Hause. Selbst ich habe die, obwohl ich mehr der Technikbegeisterte bin. Diese Schwachstellen kann man ausräumen, ist überhaupt kein Problem. Macht das, erspart euch im Nachhinein mit Sicherheit eine Menge Arbeit. So, was fehlt uns noch? Uns fehlt noch das World Trade Center 6 und 7. Da wir so schön in der Reihenfolge hier fortgeschritten sind, werden wir uns jetzt um World Trade Center Nummer 6 kümmern. World Trade Center Nummer 6 kommt hier vorne hin. Ich drehe mir das schon mal so ein bisschen hier in meine Richtung, laber dabei noch so ein bisschen Dummzeug, schnappe mir jetzt das Gebäude und setze es da drauf. World Trade Center Nummer 6 oder andersrum das Zollhaus oder Custom Building. Für uns ist es das Zollhaus, hat auch hier seinen Fleck gefunden. Es passt alles super hier rein, seht ihr ja, das harmoniert soweit alles. Die Schwachstellen, genau das gleiche. Ich muss hier zu diesem Gebäude nicht sagen, also diese 3 Gebäude bringen allesamt die gleichen Probleme mit sich. Sie sehen schön aus, aber sie sind vom Baustil her dann doch ein wenig wackelig. Man muss dort ein bisschen mitdenken, man muss dort nachhelfen, und dann funktioniert das auch. Das ist also überhaupt kein Problem. Drehen wir das Ganze mal wieder in die Grundausstattung zurück. Es geht so langsam aber sicher auch echt alles so ein bisschen schwer. So hatte ich das ja ganz am Anfang präsentiert. Hier fehlt jetzt noch ein Gebäude. Haben wir natürlich auch gebaut. Stecke ich schnell hier drauf, und dann können wir das große und Ganze endlich vernünftig betrachten. World Trade Center Nummer 7 nun auch an seinem Platz. Ich ziehe das mal so ein bisschen hier hin, damit man das besser sehen kann. Dieses Gebäude war eigentlich nicht irgendwo auf dem großen Gelände, wo die anderen 6 standen. Das hier war auf der anderen Straßenseite, gehörte eigentlich irgendwie der Hafengebäude, das Gelände. Man hat es dann dazu genommen und in diesen Komplex mit eingegliedert und hat zwecks dessen auch eine Brücke zu dem Gebäudekomplex rübergebaut. Also man konnte über eine Brücke beide Gebäude betreten. In diesem Gebäude eigentlich nur Büros. World Trade Center 7. Mir selber ist kein Name bekannt, wie dieses Gebäude hieß. Ich weiß nur, dass hier so nette Unternehmen drin gewesen sind, wie die Börsenaufsicht oder das CIA. Das sind so Sachen, die ich noch weiß. Ich glaube, das Verteidigungsministerium war auch noch mit dabei. Aber ein Name des Ganzen ist mir wirklich nicht bekannt. Der Bau, mörderlangweilig, sage ich euch, mörderlangweilig, aber das Gesamtergebnis ist natürlich ein schönes. Natürlich drehe ich das Ganze wieder für euch, damit ihr nochmal einen Blick auf das große Ganze werfen könnt. Auch wenn ihr nicht, ihr seht hier oben immer mal so ein bisschen hier so die Dachkante, also ihr seht hier oben das Ende der Tür. Wenn ich es noch ein bisschen ziehe, könnt ihr sogar erkennen, dass es auf dem anderen Turm eine Antenne gibt. Also wie ich es euch versprochen habe, es wurde hier nichts
aber auch wirklich nichts verheimlicht. So, ich muss den ganzen Apparillo jetzt mal so ein bisschen so hier hinstellen. So, die Maus brauchen wir jetzt vermutlich nicht mehr. Es ist jetzt natürlich wirklich viel erzählt. Ich habe euch 7 Gebäude erklärt, aber irgendwann habe ich ja mal gesagt, egal wie groß ein Set, es muss ein Video reichen, weil über die Dauer sehe ich das selber, da verliert jeder die Lust. Ich teilweise beim Bauen, ihr beim Gucken, also machen wir solche Sets in einem Video, wenn es auch ein bisschen länger wird. Der Fatih quatscht halt gerne. Ich gucke hier unten gerade rein, alleine das waren jetzt 20 Minuten und ich glaube, es werden auch 20 Minuten bleiben, weil ich kein Freund des Wegschnippelns bin. Ich habe hier in so ziemlich jeder Schüssel noch Steine übrig. Habe ich mir mal gedacht, wow, hat GoBricks ist aber gut mit mir gemeint und hat zu viele Steine geschickt. Mittlerweile erklärt es sich mir ja. Hier ist also anscheinend einiges umgemodelt worden. Dementsprechend scheinen hier auch zu viele Teile zu kommen. Das sind jetzt keine Hunderte von Euros, die hier rumfliegen. Das sind alles Teile im Cent-Bereich. Kann ich mit leben. Es ist durchschnittlich viel für so einen Mock, aber es ist mir lieber, als wäre hier nichts. Also habe ich lieber 2, 3 Teile mehr gekauft. Da ist der Designer noch nicht ganz so weit, aber das sind halt die Risiken, wenn man sich bei Rebrickable so ein Set holt. Ich denke mal, wenn irgendeine Firma den Daumen da drauf hat, die gucken dann noch mal ein bisschen drüber, dann wird es auch, obwohl wir reden hier von Firmen wie Let's Brick oder, nee, jetzt muss ich aufpassen, ach, jetzt darf ich wieder nichts Falsches sagen, um Gottes Willen anzeige ich raus, ich weiß, Let Bricks, so wäre es richtig. Ich sehe gerade, hier ist mir eine Fliese runtergefallen. So, schwupps, weg damit. Wie gefällt euch das Ganze? Ich habe jetzt tagelang gebaut, habe euch noch stundenlang erzählt. Jetzt seid ihr dran. Wie gefällt euch dieses Set? Ist das was für euch? Ich habe mal gesagt, das ist ein schönes Set, was man sich auch mal in die Wohnung stellen kann. Es gibt bei Ikea so kleine Tische, kosten 8 Euro. Da passt das Ganze wunderbar drauf, sage ich euch. Wirklich wunderbar, kann man das in jede x-beliebige Ecke stellen. Stabil genug zum Abstauben ist es auch. Der ist jetzt nicht sonderlich fest, weiß ich. Ich habe ihn hier, der steht ein bisschen fester, den habe ich einfach nur locker hier reingestellt. Ich nehme es ja nochmal auseinander. Es muss ja nochmal transportiert werden. Aber es ist stabil. Man kann es sich irgendwo hinstellen. Wenn man an den Tisch mal dran stolpert, passiert da auch noch nicht sonderlich viel. Also, erzählt's mir. Ist das was für euch? Ist das nichts für euch? Teile, wie gesagt, bei GoBricks gekauft, ein paar Teile von Lego. Dieses Set kratzt so eben noch an der 900 Euro Marke zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe. Und das ist jetzt ein Jahr her. Ich bitte da also die gestiegenen Versandkosten, alles Mögliche zu berücksichtigen, falls jemand die Anfrage für dieses Set starten möchte. Bauanleitung ist nicht teurer geworden, Steine mit Sicherheit, aber 12.000 Teile für unter 1000. Vielleicht kratzt es jetzt gerade drüber, ich weiß es nicht. In der Qualität ist das für mich schon in Ordnung. Optisch sowieso. So, ich habe viel zu viel erzählt. Ihr krallt euch jetzt eure Tastatur, haut in die Tasten, schreibt mir, was ihr denkt. Hat euch das Video gefallen? Freue ich mich natürlich auf den Daumen hoch. Hat es euch nicht gefallen? Dann benutzt den Daumen runter. Ihr seht es vielleicht nicht, aber mir hilft es trotzdem. Habt ihr kein Abo? Ich freue mich, wenn ihr das abschließt. Wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Video von mir ist, müsst ihr nur auf die Glocke drücken und ihr bekommt den Hinweis. Was habe ich vergessen zu sagen? Gerade im Anblick dieses schönen Gebäudes, was es ja leider nicht mehr gibt, kann ich nur eins sagen. Bei meinem nächsten Video bitte wieder gesund.